So, grüß Gott und hallo, willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video soll es um die Heckscheibenheizung beim 107er gehen, beim Hardtop-Dach, wo das genau angeschlossen ist und wie man das überprüfen kann, ob das alles noch richtig funktioniert. Um das soll es in dem heutigen Video gehen. Und wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, dann erzähle ich euch noch am Ende vom Video, wieso unsere Fahrzeuge für Kurzstrecke nicht geeignet sind, was da alles passieren kann, welche schwerwiegende Folgen daraus resultieren können. Das erzähle ich euch zum Schluss, also bleibt bitte unbedingt bis zum Schluss dran und dann würde ich sagen, starten wir direkt nach dem Intro. So, wir sind jetzt im Cockpit. Wir haben jetzt die Zündung angemacht. Das Coupé-Dach ist oben drauf gesetzt und angeschlossen. Und jetzt habe ich hier den Schalter für die Heckscheibenheizung. Und wenn ich jetzt einmal hier auf rechts drücke, ist die Heckscheibenheizung an. Die ist geknüpft an einem Relais, was sich auch in der Beifahrerseite befindet, im Fußraum über dem Sicherungskasten. Dort befindet sich das Relais für diese Heckscheibenheizung, welches dann nach 20 Minuten automatisch sich wieder abschaltet. Wenn ich es davor abschalten möchte, drücke ich hier einmal auf links und kann somit wieder die Heckscheibenheizung deaktivieren. Und jetzt schauen wir hinter am Anschluss auf dann auch diese 12 Volt ankommt, wenn wir die Heckscheibenheizung hier vorne einschalten. So, um mein Coupé-Dach einstecken zu können, muss ich hier hinter diese Blende öffnen. Die ist mit zwei so Druckknöpfe. Hier hinter deckt die diese Aussparung hier ab. Und wenn ich jetzt hier reinschaue, sehe ich dann meinen Stecker, wo ich dann das Kabel von meinem Coupé-Dach dann auch einstecken kann, damit diese Heckscheibenheizung so funktioniert. Und hier schließe ich jetzt mal, um überhaupt zu testen, ob da die 12 Volt überhaupt ankommt, stecke ich jetzt die Prüfspitze von meinem Multimeter hier mal ein und dann schauen wir, auf da 12 Volt dann auch anliegen, wenn ich vorne den Schalter betätige. Hier schon das Multimeter angeschlossen und kann jetzt somit messen, ob überhaupt diese 12 Volt, wenn ich vorne den Schalter betätige, dann auch hier hinter ankommen. Also ich mache die Zündung jetzt wieder an. Schalte die Heckscheibenheizung ein und sehe dann hier, dass das Ganze funktioniert. Ich habe hier hinter 12 Volt anliegen. Das funktioniert also einwandfrei. So, wer nicht glaubt, dass hier hinter dem Coupé-Dach an der Heckscheibe Heizspirale verbaut sind für die Heckscheibenheizung, habe ich jetzt hier mal ein weißes Blatt dahinter hingeklebt. Und jetzt sieht man ganz deutlich hier die ganz feine Drähte, die hier in der Scheibe verlaufen. Sieht man recht gut, wenn man einen hellen Hintergrund quasi dahinter packt, dann sieht man das sehr deutlich, wie die hier in der Scheibe horizontal verlaufen von oben nach unten. So, jetzt haben wir die Funktion der Heckscheibenheizung mit dem Schalter. Ich blende euch die Infokarte zu dem Video, wo ich diese ganze Schalter mit dem Lampenwechsel vom Armaturenbrett nochmal genau erklärt habe. Blende euch die Infokarte jetzt ein, dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen über die Funktion auch von dem Schalter vorne am Cockpit. Wenn eure Heckscheibenheizung nicht funktioniert, würde ich als erstes mal die Sicherung testen unter dem Sicherungskasten unter dem Platz 10, die 16 Ampere Sicherung, die rote, die mal genau anschaue. Wahrscheinlich ist die dann defekt, die wechselt er aus und dann im Normalfall funktioniert die Heckscheibenheizung dann auch so wieder, wie sie soll. Wenn das auch nichts bringt, müsst ihr euch mal ans Relais machen und eventuell das Relais dann auswechseln. So wie vorher erwähnt, was passiert, wenn man unsere alte Fahrzeuge nur sehr kurz bewegt, das heißt überwiegend auf Kurzstrecke. Die Öltemperatur kann die 120 Grad nicht erreichen. Was kann dadurch passieren? Ihr habt es vielleicht auch schon mal bemerkt beim Ölwechsel, dass das Öl leicht nach Benzin riecht. Woher kommt es? Ja, es befindet sich tatsächlich Benzin dann im Motoröl, was da einfach nicht hingehört. Das
kann folgende Gründe haben. Das eine wäre, im lauwarmen Zustand bzw. im Warmfahren kondensiert der Kraftstoff an die Zylinderwände und ist dann quasi mit dem Öl vermischt, und damit das Ganze wieder dann ausheizt, also quasi der Kraftstoff aus dem Motoröl wieder entfernt wird, muss der Motor auf Betriebstemperatur kommen, und das zwar richtig auf 120 Grad Minimum, damit dann dieses Ausheizen, wie man das nennt, dann auch passieren kann und dieser Kraftstoff aus dem Motoröl dann wieder rauskommt. Also macht es auch überhaupt keinen Sinn, jetzt gerade in den Wintermonaten, wenn man einmal im Monat sein SL mal geschwind, wenn es draußen trocken ist, rausholt und dann nur einmal um den Block fährt, der Motor nicht richtig warm wird und dann den so wieder in die Garage abstellt. Das sollte ihr tunlichst nicht machen, sondern immer mal schön einmal im Monat das Fahrzeug vernünftig warm fahren, damit diese kondensierte Kraftstoffrückstände an die Zylinderwände, damit die dann auch wieder vernünftig rausgeheizt werden und dann das Ganze wieder frei ist. Wenn zu viel Kraftstoff im Öl ist, dann merkt ihr auch nicht, wenn das Fahrzeug Öl verliert bzw. der Ölstand abnimmt, weil ja dann der Kraftstoff nur mit dazu kommt, und das ist bei den Motoren nicht gerade wenig, weil das Gemisch auch relativ fett ist bei den alten Fahrzeugen. Deshalb einmal im Monat vernünftig durchblasen und dann kann da auch nichts passieren und ihr verlängert somit auch die Lebensdauer von eurem SL. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht das Abo, ganz, ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Wenn ihr wollt, mich würde es freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao.